Warum Montenegro? Wie siehst du da die Preisentwicklung momentan bei den Immobilien in Montenegro? Gibt es zum Thema Schule und Kinder noch irgendwas, wo du sagst, das hätte dich jetzt überrascht oder das habt ihr euch anders vorgestellt oder die Kinder haben sich das anders vorgestellt? Und verwendest du das Konto da aus Montenegro? Sind das für dich also vertrauenswürdige Banken? Wie einfach oder schwer war es denn bei euch jetzt mit der Beantragung des Aufenthalts für die ganze Familie? Wie lief das so ab? Aber gibt es private Krankenhäuser so für kleinere Sachen? Wie ist es denn mit der Infrastruktur? Internet, Strom? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, zu unserem heutigen Expertengespräch. Ein weiteres Mal Montenegro steht bei uns heute auf dem Programm. Und es liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr viele Rückfragen, Kommentare hatten zu diesem Land und heute einen Gast einladen konnten. Das freut uns immer besonders, jemanden, der einen Erfahrungsbericht abgibt, der also nicht nur über trockene Theorie spricht, sondern wir haben heute jemanden eingeladen, Nils von Sachsen. Wir freuen uns, dass du da bist. Du bist selber vor 7 Monaten mit deiner Familie nach Montenegro ausgewandert. Also wie man das, so wie wir auf unseren Seiten das auch mal schön sagen, also mit Hund und Katze, wobei du nur mit Katze sozusagen komplett ausgewandert bist. Und wir freuen uns mal aus erster Hand von dir heute zu hören, wie lief das, wie war das mit der Abmeldung, wie habt ihr das gemacht, wie lief das mit der Wohnungssuche, wie ist das, ihr habt Kinder, wie ging das mit der Schule, wie habt ihr das gelöst und hast du eine Firma da unten gegründet oder wie machst du das mit dem Business und was auch immer du sonst noch für wertvolle Tipps hast. Bevor wir da jetzt einsteigen, Nils, stell dich unseren Zuschauern und Zuhörern bitte einmal selbst vor. Ja, danke schön für die Einladung, freut mich. Ich bin im Westerwald groß geworden, genauso wie Michael Bader auch im Übrigen, den ihr ja interviewt habt. Raum Koblenz, Köln und bin dann nach dem BWL-Studium nach Dresden gezogen. Dann ein bisschen im Bereich erneuerbare Energien 7 Jahre lang gearbeitet und betreibe jetzt lasse hauptsächlich betreiben ein Genusshaus in Moritzburg bei Dresden mit Brennerei, Brauerei, Gastwirtschaft und so weiter. Kleinem Hofladen. Mache nebenbei noch Unternehmensberatung, aber hauptsächlich langfristige Sachen, strategische Unternehmensplanung und Erweiterung. Genau, habe 3 Kinder, 7, 12 und 13, mit derselben Frau, muss man ja heutzutage eigentlich erwähnen. Und wir sind mit Sack und Pack vor 7 Monaten, wie du gesagt hast, nach Montenegro gezogen. Schön, klasse. Jetzt Sebastian, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal ein Gespräch zu Montenegro. Hast du diese Resonanz und diese Kommentare, diese Nachfrage erwartet, als wir den ersten Podcast über Montenegro gemacht haben? Ich hatte auf jeden Fall erwartet, dass Montenegro beliebt sein wird, weil natürlich wir auch immer wieder dazu Anfragen hatten. Und weil wir wissen, dass gerade während der Corona-Zeit dort auch eine Reihe von Deutschen hinausgewandert ist. Aber was sich gewundert hat, ist, dass so das, ich sage mal, so die Zuschauerreaktionen zu der Aufnahme, die wir gemacht haben, doch sehr umfangreich waren. Sehr viele Zuschauer und Zuhörer haben sich gemeldet, allen möglichen Kommentaren. Man muss sagen, auch vielfach mit negativen Kommentaren zwar, nicht jetzt negativen Kommentaren zu unserer Podcast-Folge, aber zu halt dann selbst Erfahrungsberichten, wo sie halt dann beschrieben haben, was die Schwierigkeiten in Montenegro sind. Also ich sag mal Korruption, Gesundheitswesen, Schulbildung und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich, wir haben in der Folge natürlich jetzt hier versucht, Montenegro jetzt nicht in ein zu rosiges Licht natürlich zu rücken, aber jetzt auch nicht hier Montenegro zu trashen oder so. Wir haben versucht, möglichst realistisch zu machen. Aber es hat mich doch dann überrascht, wie viele Zuhörer und Zuschauer dann hier in den Kommentaren uns dazu ihre Meinung gesagt haben und wie da ein großes Bedürfnis besteht, wie ich es empfunden habe, sich hier auszutauschen. Und deswegen freut es natürlich ungemein, dass es heute Nils bei uns ist, dass wir mit jemandem mal sprechen können, der jetzt nicht unbedingt ein Berater, ein Anwalt, ein Experte ist, der jetzt versucht, hier andere zum Umziehen nach Montenegro zu bewegen, sondern der das selbst gemacht hat und aus eigener Hand, aus erster Hand letztlich berichten kann,
was er da alles erlebt hat. Ja, also das ist daher, finde ich, hochinteressant. Klasse. Dann führt mich das eigentlich schon mal zur nächsten Frage. Nils, kannst du kurz uns und unseren Zuschauern und Zuhörern erklären, warum du jetzt nach Montenegro bist und nicht nach Malta oder Portugal oder es gibt ja noch viele andere schöne Orte auch, Griechenland zum Beispiel, aber das ist ein anderes Thema. Warum Montenegro? Also ich finde den Podcast ja deswegen auch ganz gut, weil man hier einfach mal eine gewisse Bandbreite erklären kann. Also ich will das jetzt nicht nur alles immer von mir erzählen, sondern auch von den anderen Leuten, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die anderen Deutschen. Das ist halt eine Community, die ist gerade halt extrem im Aufbau. Die größte Community gibt es in Bar unten. Michael ist ja auch da unten, ein bisschen südlicher noch von Bar. Ich bin im Bereich Budva-Tivat. Hier sind weniger Deutsche, so ungefähr 70 mit Aufenthaltsgenehmigung. Die Zahlen wurden veröffentlicht, insgesamt 723. Geschätzt wird aber irgendwie das Doppelte. Und die sagen eigentlich fast alles Gleiche bis jetzt, die ich so gefragt habe. Nicht EU, weil einfach gewisser Frust mit Brüssel und die ganzen Sachen eben, alles was von Brüssel kommt, ist jetzt nicht so rosig oder viele Sachen mit Unverständnis werden die wahrgenommen. Dann natürlich viel Frust im Speziellen auf Deutschland. Also ich habe ja auch wirtschaftliche Verluste im sechsstelligen Bereich durch die ganzen Corona-Maßnahmen, durch die staatlichen gemacht. Also da stellt sich als Unternehmer schon die Frage, ist das jetzt die Zukunft in Deutschland? Neben ganz vielen anderen Aspekten, die meines Erachtens falsch laufen. Aber das würde jetzt wahrscheinlich den Podcast sprengen. Dann sagen die meisten, wie ich das auch sage, es sollte fahrbar sein mit dem Auto. Deswegen fällt schon mal eine Insel aus. Weil dann ist man wieder Abhängigkeit von Fähren und so weiter. Und von hier aus kann man fahren. Und da fallen ja schon mal dann die meisten Länder raus. Also dann kannst du nicht nach Costa Rica, Panama und so weiter. Weil die meisten, die jetzt hier landen, sagen auch, neben den niedrigen Lebenshaltungskosten ist es schön, wenn du noch Kontakt zur Familie, zu Freunden halten kannst. Da kostet ein Flug zwischen 30 und 150 Euro pro Person hin und zurück. Das ist jetzt kein Riesending, da mal für 5 Tage irgendwo hinzufliegen. Aber Südamerika oder so, da ist es ja eher ein kompletter Abbruch. Und das sind so die meisten Antworten. Also ich habe das 2 Jahre vorbereitet, habe viele Leute angehört, dann sind wir die einfach abgefahren, die Länder, und fanden das hier super. Cool, also das haben wir jetzt auch noch nicht so häufig gehört, dass jemand sozusagen sich dann mehrere Länder angesehen hat. Hast du ungefähr so eine Nummer, wie viele Länder du dir zuerst mal so ins Fadenkreuz genommen hast und abgefahren bist? 4. 4 Länder. Ja, und dürfen wir wissen, welche Länder das waren und wo dann und warum letztlich dann Montenegro hier letztlich dann hier die Entscheidung von Montenegro gefallen ist? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also generell habe ich auch Bulgarien nicht ausgeschlossen, obwohl es EU ist, weil ich denke, dass da ganz viele Sachen nicht umgesetzt werden können, weil sonst das Land einfach komplett in den Bach runtergeht, wenn die da sonderlich viel zahlen müssen. Das funktioniert nicht. Deswegen war Bulgarien dabei. Skandinavien hat mich generell interessiert, hauptsächlich natürlich Norwegen. Ungarn war, wie gesagt, auch dabei, aber da ist es halt so gewesen, denke ich, wenn da mal eine andere Regierung drankommt, dann kann das auch direkt in dem Fall von rechts nach links kippen. Und ja, genau, dann Montenegro. Schön. Lass uns doch jetzt mal so ein paar Sachen so der Reihe nach durchgehen, die unsere Zuschauer mit Sicherheit auch dann jetzt von dir, die dich fragen würden, wenn sie jetzt hier Fragen stellen könnten. Wie lief denn das jetzt? Also irgendwann kam jetzt die Entscheidung, es geht nach Montenegro. War es bei euch auch so, dass der erste Entscheidung erstmal ist oder die erste Sache, wo wohnt man? Also, dass man eine Wohnung sucht oder überhaupt die Entscheidung, kauft man was, mietet man was und sucht man wie findet man die richtige Region in einem Land, in dem man ja nicht groß geworden ist, das man nicht kennt? War das bei euch auch die erste Entscheidung? Und wenn ja, wie seid ihr da vorgegangen? Also das Land hat den riesen Vorteil, es ist einfach klein. Da eine Region abzufahren ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Bei uns war es relativ einfach. Wir haben gesagt, wir wollen den Cut für die Kinder so angenehm wie möglich machen und möchten auf eine internationale Schule gehen. Das ist bestimmt sehr, sehr anspruchsvoll, die Kinder direkt auf eine montenegrinische Schule zu schicken. Machen hier auch einige. Ich habe gerade einen Bericht gesehen, unten in der Bar-Community sind von 349 Kindern auf einer Schule 49, glaube ich, waren es, aus Deutschland. Die fördern die jetzt richtig und so weiter. Aber es hat jetzt gerade erst angefangen. Also unter den Voraussetzungen könnte man das wahrscheinlich auch machen. Und das Schulwesen hat ja gar keinen schlechten Ruf.
Aber das hat uns dazu geführt, im Bereich Tivat Budva zu sein, weil hier gibt es 2 internationale Schulen und die andere ist in Podgorica. Aber die in Podgorica in der Hauptstadt mit 26.000 € pro Kind pro Jahr ist eher unerreichbar. Wir zahlen zwar jetzt auch viel, es gibt so Kinderrabatte und Geschwisterrabatte und so, da landen wir aber trotzdem bei recht sportlichen 27.000 € im Jahr. Dafür kriegt man aber so ziemlich die beste Schule, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Eine Cambridge-Schule, Arcadia Academy heißt die, und die sind äußerst motiviert dort. Und deswegen war für uns klar, dass wir erstmal hier hingehen, in dem Bereich. Und wenn man irgendwo, also ist natürlich hier relativ viel auch einiges noch ursprünglich, um das mal positiv auszudrücken, einiges ein bisschen ungepflegt und so. Und die Bereiche hier oben, wo mehr die Urlaubsregion ist, auch die Vermögenden eher sind, ist natürlich ein bisschen gepflegter. Da ist der Umbruch nicht ganz so hart für uns. Genau, so ist das hier hingekommen, zu dem Standort. Und mit Wohnungen, gut, also ich würde jedem empfehlen, eigentlich erstmal was zu mieten. Der Markt ist da. Du kannst erstmal tolle Sachen mieten. Du kannst auch was kaufen, so wie wir es gemacht haben. Aber bei uns war es so, wir hätten auch sofort was gemietet, aber wir haben einfach das Richtige erstmal gefunden als Übergangslösung. Das war direkt kurz vorm Krieg oder genau die Vertragsverhandlungen waren genau während der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und danach sind die Preise wieder richtig hochgegangen. Und dann war ich mir relativ sicher, dass man es einfach kaufen kann. Und hier gibt es ganz wenig gated Communities, damit die Kinder auch direkt Anschluss haben. Und wegen der Sprachbarrieren, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden, die nehmen wir halt sehr viel ab. Wir haben das Rundum-Sorglos-Paket quasi gebucht und eine von diesen gated Communities gefunden. Genau. Aber generell würde ich jedem erstmal kommen, mieten und alles abfahren. Und im Bereich Bad zum Beispiel ist es natürlich ungefähr die Hälfte der Quadratmeterpreise. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, die Preise seien dann gestiegen mit dem Anbrechen des Krieges. Wie siehst du da die Preisentwicklung momentan bei den Immobilien in Montenegro? Wenn wir jetzt ausgehen von Budva, ich glaube, der Michael Bader hatte so 1.500 bis 1.800 € pro Quadratmeter für eine Neubauwohnung in den Raum geworfen. Ja, gibt's. Dann hast du keinen Mehrblick. Aber die sind definitiv auch die meisten halbwegs schönen, gehen von 2.300 auf 2.800, 3.200 so pro Quadratmeter hoch. Ist in Bar, wie gesagt, ganz anders. Da bist du eher bei der Hälfte. Tivat ist jetzt auch die Grundstückpreise, wo wir gerade ein bisschen nachgucken. Und natürlich in Bar unten irgendwie für 20, 30 € den Quadratmeter oder maximal 50 mit Mehrblick. Und in Tivat ist das eher 100 bis 250 € für Grundstücke. Was jetzt für deutsche Verhältnisse immer noch geht, was für hier aber irrsinnig ist. Aber da gibt es jetzt fast nichts mehr, deswegen steigen natürlich dann die Preise. Und hier musst du aber auch unheimlich drauf aufpassen, unheimlich, ganz großer Zeigefinger. Es gibt sehr, sehr viele illegale Bauten. Und das muss man auf jeden Fall vom Profi prüfen lassen. Gibt es jetzt auch Auswanderer, die du kennst, die nichts gemietet, nichts gekauft, sondern selber gebaut haben oder das vorhaben? Die bauen noch gerade alle. Also die ich kenne, bauen noch. Das ist ja ganz interessant. Also deswegen würde ich jeden dazu animieren, was zu bauen. Wir sitzen ja alle. Also wir zahlen Quadratmeterpreise. Wenn hier ein Fertighausanbieter, ein Holzständer Bauweise, also so wie die Amerikaner ungefähr bauen, schlüsselfertig, alles hinstellen, 460 € den Quadratmeter, inklusive Fundament, ohne Erschließungskosten. Wenn du jetzt so ein bisschen Schickimicki reinmachst mit Fußbodenheizung und Dreifachverglasung und so weiter, landest du ungefähr bei 600 € pro Quadratmeter. Das ist natürlich sensationell. Im Rohbau auch übrigens. Nur die Fertighäuser haben natürlich den Vorteil, dass du hier keine grauen Haare auf der Baustelle kriegst, weil die stellen das in 7 Tagen auf und bauen das dann noch 2 Monate aus und fertig. Also ich kenne tatsächlich einen, der hat das gemacht. Und es gibt auch nur einen Anbieter, der das hier anbietet. Und das ist natürlich unglaublich günstig. So wie in den USA, das ist schon gesagt, ja, also es erinnert mich stark in die USA. Naja, darf da halt kein Hurrikan kommen oder so. Aber genau. Dann, wo ist denn der nächste Ikea, Nils? Ikea ist gut. Den findet man gar nicht. Es gibt ein kleines Office, da kannst du Ikea-Produkte bestellen. Da steht aber gar nicht Ikea außen dran. Das musst du wissen. Muss dir einer erklären. Und dann ist die Preisgestaltung so: deutsche Preise plus ungefähr 35% für Serbien. Die bestellen das selber in Serbien und dann wird das nach Podgorica geliefert und dann wird es bei dir zu Hause angeliefert und von Podgorica nach
Von Serbien nach Podgorica gibt es nochmal 35-40% Aufschlag. Also bis fast beim doppelten Preis. Ja, da kann man es wahrscheinlich beim Tischler vor Ort lieber bauen lassen. Genau, das ist einfacher. Aber da gibt es auch was Gutes. Alle Möbellieferanten hier, es gibt ja nicht nur Ikea, es gibt ja andere schöne Möbelhäuser hier, die nehmen tatsächlich für die Anlieferung mit Aufbau, nehmen die 30 €. Das ist ja ein Witz. Das gibt's ja gar nicht. Das heißt, man kann sagen, im Grunde, ihr wart jetzt da, was jetzt die Wohnung und auch die Wohnungssuche anbelangt, eigentlich eher positiv überrascht, ja? Ja, definitiv. Aber du musst wirklich aufpassen bei den Maklern. Also die lassen nicht locker, bis du was gekauft hast. Die sind sehr, sehr motiviert und anhänglich und Bausubstanz und so weiter. Gut, unser Haus ist jetzt einfach 7 Jahre alt. Da siehst du ja, ob dann irgendwo Feuchtigkeit ist oder nicht. Ansonsten muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber das war einfach. Also es war wirklich einfach, ja. Mhm. Und hast du einen Tipp, wie man einen guten Makler findet? Wie kommt man an einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Makler dran? Ich habe nur welche kennengelernt, die einen auch ein bisschen über den Tisch ziehen wollen. Irgendeine von den Seiten immer. Das ist halt so. Das muss man einfach wissen. Ist halt so. Ist halt so. Einkalkulieren. Also du kannst heute bei dem einen Makler die Wohnung angucken, da kostet die 90.000 €, dann telefonierst du ein bisschen rum, dann kostet die beim nächsten 82.000. Dann gehst du aus der Wohnung raus, dann ruft er dich am nächsten Tag an und sagt, die kostet 95. Das ist einem Bekannten von mir passiert. Und dann sagt er, wie, die hat doch gestern weniger gekostet. Ja, aber hat sich jetzt geändert. Und übrigens, da gibt es einen Kaufinteressenten, wir gehen morgen zum Notar oder du kannst morgen früh gehen. Wir gehen morgen Mittag. Also so, das ist hier gang und gäbe. Mit der Wohnung haben wir jetzt ganz gut verstanden, wie das lief. Auch mit den Kindern hast du ja schon einiges erzählt. Gibt es zum Thema Schule und Kinder noch irgendwas, wo du sagst, das hat dich jetzt überrascht oder das habt ihr euch anders vorgestellt oder die Kinder haben sich das anders vorgestellt? Also hat sich irgendwas jetzt verändert? Du hast ja vorher das mitgemacht. Du weißt ja, wie das in Deutschland war, als die Kinder sozusagen jeden Tag in die Schule gegangen sind. Du weißt auch, wie es in Corona lief, als die Kinder online lernen mussten. Wenn du das jetzt mit heute vergleichst, also wie hat sich der Umzug eigentlich auf die Kinder ausgewirkt? Die gehen lieber zur Schule hier. Die haben ja ein bisschen ein anderes Konzept, die Cambridge-Schule. Die sagen auch, 50% der Benotung in Klasse 7 und 8 zum Beispiel ist Motivation und wie lernwillig bin ich und wie ist meine Lernmethodik. Und das ist natürlich ganz interessant und darauf legen die eben einen Schwerpunkt oder kriegen am Nachmittag als Zusatzangebot mal Programmieren beigebracht, damit man die ersten Euros verdient mit Websites und das dann in Kryptowährungen investiert. Davon kann es ja in der deutschen Schule nur träumen, dass mal sowas überhaupt gemacht wird. Und die Lehrer sind sehr motiviert. Also ich würde sagen, das Freizeitprogramm ist auch gut. Das Einzige, was hier vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, aber es liegt vielleicht daran, dass man noch nicht alles kennt, ist, im Winter regnet es hier relativ viel und dann weißt du nicht so richtig, wo du hingehen sollst, außer einen Kaffee trinken. Und ich frage natürlich auch alle Einheimischen, ich bin ja kommunikativ und die sagen auch, ja, gehst halt Kaffee trinken. Ja, sage ich war jetzt 3 Tage Kaffee trinken, mir ist jetzt langweilig, ich will jetzt was anderes machen, aber so, dann gibt es so ganz kleine Playparks, das ist aber eher ein Raum. Also ein kleiner Raum, während es bei uns ja irgendwie Hallen gibt, wo du in allen Altersklassen vom Bälle spielen bis zum Klettern, alles Mögliche, das gibt es ja faktisch noch nicht. Also das könnte man machen als Geschäftsidee. Wenn jetzt einer zuguckt, bitte schnell bauen, sonst muss ich es machen. Und ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Aber ansonsten. Und jetzt sagt man jetzt, also die Unterrichtssprache ist Englisch, nehme ich an, ja? Ja. Und ist da irgendwie, wird da jetzt hier dem britischen Lehrplan gefolgt? Also macht man dann A-Levels oder ist es internationales Baccalaureat oder was ist da am Ende der Abschluss da? Das ist eine gute Frage. Das hat mich meine Cousine aus den USA auch gerade gefragt. Das International Baccalaureat glaube ich nicht. Das ist komplett der britische Plan, wenn ich richtig informiert bin. Also im Grunde A-Levels, was im Grunde ja das britische Abitur ist dann, ja. Ja, weil die auch einschicken. Die schicken auch die Jahresarbeit nach Cambridge ein. Werden dort bewertet. Und der Kinderschuluniform nehme ich an, jeden Tag, ja? Sieht total niedlich aus. Ja. Ich weiß ja immer so auch von Mandanten, mit denen ich spreche, gerade Schule ist ja auch immer so ein Thema, wenn man dann denkt, also ich muss sagen, bin ja mit meinen Kindern auch umgezogen, dann von mich erst in die Schweiz, dann nach UK, später in den USA. Also ich habe jetzt ähnlich wie du es war mir nie wichtig, dass es eine deutsche Schule ist. Also ganz im Gegenteil, ich wollte ja aus dem deutschen System raus, ich wollte, dass die Kinder Englisch lernen. Ja, also mir ist ja wichtig, eine englische Schule, Punkt. Ja, keine deutsche Schule. Ich weiß aber, viele Mandanten machen sich immer Sorgen, was ist jetzt, wenn ich nach Deutschland zurückkehre oder wenn das Kind
mal irgendwann selbst nach Deutschland zurückkehren will, in Deutschland studieren, was weiß ich was. Siehst du da irgendwelche Schwierigkeiten jetzt für deine Kinder, möglicherweise dort wieder, oder was du denn gewisserweise Sorgen, dass die dann wieder reinkommen könnten ins deutsche System, wenn es denn so sich ergeben würde, wenn sie das wollten? Also nach einem Jahr würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Das würde klappen. Da sind die Schulen auch, so wie ich es festgestellt habe, ziemlich offen und finden das gut, dass man mal sowas macht. Wenn du jetzt nach 3, 4, 5 Jahren zurückgehst und hast aus irgendeinem Grund, machen die einen Einstellungstest oder so und du bestehst den eben nicht. Also erstens kannst du dich ja mal 2, 3 Monate vorher darauf vorbereiten. Da müssen die Kinder halt mal Nachhilfe nehmen und Vollgas geben. Die Frage ist doch, was ist Worst Case? Worst Case ist, die gehen ein Jahr zurück. Meines Erachtens ist Worst Case. Wir machen die ein Jahr zurück, haben aber Jahre Vorsprung durch den Auslandsaufenthalt gewonnen. Also du machst bilanziell immer noch Plus. Also wenn ich jetzt nicht auch irgendwie ordentlich Geld verdiene, dann würden wir auch unsere Kinder in die montenegrinische Schule schicken. Musst du aber einfach, damit das halbwegs fair abläuft für die Kinder, musst du einfach mal ein Jahr lang, keine Ahnung, 3 Tage einen Privatlehrer nehmen. Die nehmen hier 10 € die Stunde und dann sind die bestens bezahlt. Dann machst du es halt einfach. Ist halt eine slawische Sprache. Wenn du jetzt Russisch kannst, lernst du es relativ einfach. Aber ich habe Französisch und unsere anderen Kinder Italienisch und Spanisch. Das ist halt noch komplett was anderes. Deswegen musst du einfach richtig pauken und dann ist gut. Klingt Cambridge scheint schon die beste Lösung zu sein. Ne? Ja. Ja. Dann lass uns doch jetzt mal, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf das Familienthema auch zurück, aber lass uns jetzt mal in Richtung Business gehen, weil von irgendwas muss man ja leben, wenn man im Ausland ist. Und ich erinnere mich noch, dass der Michael Bader uns im Podcast erzählt hat, also so nach dem Motto, bitte sagt allen, die überlegen, nach Montenegro zu kommen, niemand sollte davon erwarten, hier von lokalem Business zu leben. Also was weiß ich, wer der Friseur oder Bäcker war in Deutschland mit der Idee, jetzt mache ich hier einen deutschen Friseur oder einen deutschen Bäcker auf und dann kann ich davon in Montenegro leben. Das soll nicht funktionieren, wie auch immer. Aber was machst du so? Was hast du so für Tipps? Wie lief das bei dir? Eine Firma anmelden vor Ort? Wie läuft das dann von Montenegro aus, letztendlich ja Geschäftserträge zu generieren oder Einkommen zu generieren? Was hast du da für Tipps oder was kannst du da vielleicht unseren Zuhörern noch auf den Weg geben? Also am allereinfachsten ist es tatsächlich so, wenn man woanders Geld verdient und nicht hier. Ganz klar sehe ich das wie Michael auch. Ich habe mir zwischendrin auch kennengelernt und darauf angesprochen. Natürlich möchte man, was möchte er damit bewirken? Was möchte ich auch damit bewirken? Dass du nicht Leute anziehst und die dann nach einem Jahr hier völlig ausgebrannt sind, alle Ersparnisse oder nach 2 Jahren alle Ersparnisse verbraucht haben und einfach nichts auf die Kette gebracht haben. Das liegt wirklich daran, dass es extrem schwierig ist. Deswegen keine falschen Erwartungen. Allerdings sehe ich schon so, dass es gibt ja sehr viele Ausländer hier, nicht nur Deutsche und immer mehr Deutsche, die kommen, dass es schon, denke ich, einige Nischen gibt. Man sollte grundsätzlich, ist der Tipp, Geld eben mit den Ausländern verdienen. Die Einheimischen, wenn die 450 oder 500 € verdienen, wo die gerade mit ihren Lebensunterhalt bestreiten können, nebenbei noch ein bisschen Schwarzarbeiten abends nach 16 Uhr, haben die vielleicht 1.000 €. Was willst du denen verkaufen? Ja, also das Weißbrot kostet 90 Cent, das Roggenbrot kostet 3 €. Der greift immer zum Weißbrot. Und jetzt musst du doch gucken, ob du genügend Hotels findest oder andere, also beim Thema Bäckerei zu bleiben, die dir eben das Brot abkaufen. Da musst du eben gucken. Aber ich denke, es wird einige Nischen geben für die Ausländer, weil es so viele sind. Gut, im letzten Jahr waren es jetzt wesentlich weniger Russen. Ich habe, glaube ich, 90% weniger Russen waren in Budva oder 70, bin mir nicht ganz sicher. Das fällt natürlich auf. Aber trotzdem, in dem Bereich könnte man irgendwas verkaufen, irgendwas machen schon. Aber wie gesagt, hier gibt es auch irgendeine Deutsche in Budva, Franzis Massage, glaube ich. Die kenne ich jetzt aber nicht. Die ist, glaube ich, bei uns in der Stammtischgruppe drin. Den gab es aber erst 3-mal bei uns. Da sind wir noch nicht mit allen Leuten durch. Bis jetzt sucht jeder. Also jeder ist irgendwie am gucken, was kann man machen. Also ich habe 2, 3 Ideen, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Sonst macht das wer anders. Aber es ist wirklich schwierig. Also sehe ich schon so. Aber eins wird ja ein bisschen außer Acht gelassen. Wenn du jetzt mit Deutschen sprichst, die sagen, okay, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, Hotelmanager von einem kleinen Hotel, krieg vielleicht, weiß ich nicht, was so jemand verdient, 5.000, 7.000 € im Monat von einem kleinen Hotel und er geht nach Montenegro. Er kann jetzt nicht hier hinkommen, sich bewerben und sagen, ich will 5.000 € verdienen oder ich will 4.000 € verdienen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Da muss er sagen, die Steuerlast ist ja schon mal ziemlich gering hier unten und die Lebenshaltungskosten sind ja auch viel geringer. Also kommt er anstatt zu Hause mit 6, vielleicht auch hier mit 3.000 € hin. Ja, und das muss erstmal in die Köpfe rein der Leute und dann glaube ich schon, also im teuersten Hotel, also zumindest das, was ich hier kenne, gibt es einen deutschen Hoteldirektor zum Beispiel und ich glaube, andere suchen auch sehr viele
zuverlässige und eben die Grundtugenden, die wir halt einfach per se haben, mit Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und so weiter, die sind ja jetzt hier unten nicht so weit verbreitet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da denke ich schon, dass es Jobs gibt. Dann auch im Tourismusbereich natürlich, weil du musst halt Deutsch und Englisch, also Montenegrinisch fehlt dir dann immer, solltest du dann wahrscheinlich auch lernen. Aber ich denke schon, dass es dann hier was zu tun gibt. Jetzt haben wir ja den einen oder anderen Mandanten, die als digitale Nomaden dann in so Orten wie zum Beispiel Montenegro leben. Das heißt, sie haben dann ausländische Kunden, machen da Softwareentwicklung, schreiben irgendwas anderes am Computer, haben wir die Kunden im Ausland und haben eben dadurch oder verfügen natürlich schon über ein hohes Einkommen, weil die Lebenshaltungskosten so niedrig sind, auch die Steuern natürlich viel niedriger sind. Hast du das auch erlebt? Also gibt es da in deinem Bekanntenkreis jetzt in Montenegro viele, die so im Grunde genommen zwar in Montenegro sich aufhalten und von dort aus dann aber für ausländische Auftraggeber, Kunden, Arbeitgeber arbeiten? 5 kenne ich, fallen mir spontan ein. 2 digitale Nomaden, ein Programmierer, ein Gamer und noch ein Programmierer, genau. Aber die anderen suchen, wie gesagt. Und für die scheint es zu funktionieren, ja? Für die ist das ein guter Lebensstil. Ja. Durch die niedrigen Lebenskosten, da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf zu sprechen, ja wahrscheinlich. Jetzt kommen wir gleich mal dazu, weil das betrifft sowohl digitale Nomaden als natürlich auch jemand, der vielleicht dort Unternehmen gründet oder erstmal nur guckt, um dort zu sehen, was mache ich in der Zukunft. Wie einfach oder schwer war es denn bei euch jetzt mit der Beantragung des Aufenthalts für die ganze Familie? Wie lief das so ab? So als der Michael Bader hat uns ja schon was erzählt, aber du hast es jetzt erlebt direkt. Also warst du da positiv überrascht, negativ überrascht? Wie lief das? Problemlos, relativ schnell, wenn man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass man von seinem eigenen Steuerberater noch eine Rechnung kriegt. Das ist, kann der Sebastian mal drüber lachen. Also das ist natürlich für uns Deutsche natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Für diverse Dienstleistungen kriegst du von einem eigenen Steuerberater keine Rechnung. Lief das wirklich gut. Ratzfatz. Am längsten hat gedauert die Anerkennung eines Schulzeugnisses. Das ist natürlich lächerlich. Das ist auch nur ein formaler Akt. Der hat irgendwie 3 Monate bei mir gedauert. Das hat das Ganze nach hinten verschoben. Ansonsten als heißer Tipp nicht nach Budva. Das haben wir gemacht. Sucht euch irgendwo etwas, wo ihr vielleicht nach Tivat oder Bar irgendwo, wo weniger Andrang ist als in Budva. Weil in Budva sind wirklich die ganzen Russen, Ukrainer, viele Türken gekommen. Die waren heillos überfordert. Also das gibt's gar nicht. Wir standen da 6 Stunden in einem Raum, 2,20 Meter hoch, haben gewartet. Keine Fenster, keine Lüftung, alle haben gedrängelt und die Tür ging nach und nach auf und dann haben die mal 2, 3 reingeholt und dann sind irgendwann um 14 Uhr war zu und dann sind die wieder zurückgegangen. Am nächsten Tag wieder um 5 Uhr morgens hingestellt. Also das ist aber nur in Budva so. Deswegen, das ist der heiße Tipp. Macht's nicht in Budva. Vielleicht können wir noch mal kurz wiederholen, was jetzt genau die Anforderungen waren, um in Montenegro die Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Kannst du mit jeder EU-Bürger bekommen, muss von der nachweisen, dass man Vermögen hat im Ausland oder also was sind da die so, kurz gesagt, die Anforderungen jetzt in deinem Fall zum Beispiel gewesen? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich was vergesse. Die Anforderungen waren, na gut, du brauchtest nur ein Apostille, Führungszeugnis von Deutschland. Du kannst ja das erwerben durch Immobilienerwerb. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ab 250.000 Euro. Oder eben Firmengründung. Aber die Firmengründung musst du eben als Geschäftsführer selber angestellt sein. Und dann mindestens 250 Euro sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Monat dir selber auszahlen. Aber ich glaube, ich zahle 60 Euro Sozialversicherungsgebühren und Krankenkasse. Also es hält sich alles in Grenzen. Und dann kriegst du über deine eigene Aufenthaltsgenehmigung die für die Familie. Also erst muss deine eigene ausgestellt werden, dann von deiner Familie und dann musst du die jedes Jahr erneuern, wobei es aber wohl keinerlei Probleme gibt. Also die Anforderungen waren meines Erachtens damit erfüllt. Dann kriegst du eben dadurch auch ein Bankkonto, was sonst auch nicht mehr geht. Das ging früher. Das war's schon. Kein Nachweis, Vermögensnachweis, sonst was. Was interessant ist, was viele gar nicht so wissen, du darfst in dem Jahr eben oder in jedem Jahr Montenegro nur 30 Tage am Stück verlassen. Ich hatte Michael Bader hat das auch erklärt, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder eben du gehst zur Auslandspolizei, die sehen ein bisschen ernst aus, die Jungs, aber sind auch ganz nett und erklärst denen irgendwas, damit habe ich immer noch keine Erfahrung und lässt dir das eben bescheinigen, dass du 3 Monate weg sein darfst. Also die wollen tatsächlich, wenn du die Aufenthaltsgenehmigung hast, dass du hier bist. Na, was wahnsinnig. 30 Tage pro. Und ich kenne tatsächlich einen Fall, den haben sie abgenommen. Ich kenne einen Fall, dem haben sie die abgenommen. Der war länger weg, der wusste das nicht. Weil im Internet habe ich irgendwo mal gelesen, da steht ja viel drin, dass das zwar faktisch ein Gesetz ist, aber nie vollzogen wird. Also ich bin nicht lange hier und ich kenne schon einen, dem das passiert ist.
Gut zu wissen. Guter Hinweis. Jetzt, gut zu wissen, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja. Ein sehr wichtiger Punkt, ja. Naja, für euch, ihr habt ja bestimmt Klienten, die sagen einfach mal, wir machen Plan B und C, holen uns vielleicht mal eine Staatsbürgerschaft in Paraguay oder in Panama irgendwo und machen Montenegro, weil es ein bisschen näher ist. Die sollten darauf nicht bauen. Jetzt hast du vor uns relativ schnell was zum Thema Bankkonto gesagt. Das ging mir fast ein bisschen zu schnell jetzt. Also Firma gründen und dann, was war mit Bankkonto nochmal? Weil du sagst, es geht jetzt nicht mehr so einfach wie früher. Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden, was du zum Thema Bankkonto gesagt hast gerade. Na, früher konntest du hier auch ein Bankkonto eröffnen, ohne dass du eine Firma hast oder ohne dass du hier wohnst. Okay. Das ist zwar schon länger her, aber jetzt musst du erst die Firma haben und dann die Aufenthaltsgenehmigung und dann kannst du erst zur Bank gehen, da musst du auch persönlich erscheinen. Also ich musste zumindest persönlich erscheinen, vielleicht sehe ich aber auch zu kriminell aus und musste die Unterschrift leisten. Okay. Und mittlerweile, und das ist ganz interessant, hier tut sich wirklich was, selbst die Banken haben das jetzt geändert. Ich war 1 Monat zu spät, die Bank, die ich mir rausgesucht hatte, die hat jetzt auf einmal von vorher 0 Bankgebühren im Jahr auf 240 € im Jahr erhöht. Weil so viele Ausländer dort angekommen sind, einfach mal auf 240. Und die anderen, die werden sich das angucken und werden wahrscheinlich nachziehen. Und dann werden die sehen, aha, die zahlen das trotzdem, dann machen wir einfach 500 €. Also die erhöhen dann nicht irgendwie in 3% Schritten oder so. Das kommt direkt saftig. Und verwendest du das Konto da aus Montenegro? Sind es für dich also vertrauenswürdige Banken? Würdest du da auch höhere Summen deponieren auf Konten? Oder ist es eher was du verwendest so für, weiß jetzt ich, Kleingeld, Lebensmittel und sowas, aber ansonsten nicht so viel? Also ich würde wahrscheinlich den montenegrinischen Banken mehr trauen als der deutschen Bank, weil ich dem Bankensystem generell etwas kritisch gegenüberstehe. Weiß ich nicht, ob du das jetzt hören wolltest, aber Nein, schon okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch so viel zocken. Ich glaube nicht, dass die kleinen Banken so viel zocken wie große weltweit agierende Banken. Ich nutze es aber tatsächlich, also die Überweisung nach Deutschland kostet immer so 30, 40 €, also von Deutschland hierhin. Sehr, sehr teuer, weil die auch nicht im SEPA-Verfahren teilnehmen und geht dann über irgendeine Austrian Bank, österreichische Bank. Aber für kleinere Sachen, Alltagssachen und so reicht das schon. Also das ist absolut in Ordnung. Und was natürlich auch interessant ist, vielleicht für Sebastian, das hat er vielleicht noch nicht gehört, ist hier, wenn du eine Rechnung schreibst, wird die direkt ans Finanzamt geschickt. In dem Augenblick, wo die geschrieben wird, dann haben die das schon mal. Und wenn du eine Überweisung über 5.000 € kriegst, wird die von der Bank geprüft. Du musst also direkt einreichen, was ist der Hintergrund zu dieser Zahlung? Ist es eine Schenkung? Ist es eine Rechnung? Woher kommt das Geld? Ab 5.000 €. Also das Finanzamt hat also quasi die Dienstleistung an die Bank delegiert. Ziemlich geschickt, finde ich das. Wir kennen das ja auch. Wir kennen das vor allen Dingen natürlich von den internetbasierten Banken, Revolut, TransferWise, Wise jetzt und all die. Ich meine, die machen das ja so, die machen das auch. Ja? Also auch die wir so in Westeuropa nutzen, da checken die regelmäßig. Da gibt es nicht, da kann man jetzt nicht sagen, dass es da ein fixes Limit gibt, 5.000 €. Aber wenn es untypische Transaktionen gibt, eigentlich egal von welcher Höhe, da muss man da dann Unterlagen hinschicken, Vertrag, Rechnung und so weiter und so fort. Ja, also das ist natürlich da muss man sich heute, denke ich, daran gewöhnen, dass das Banken so machen. Traditionelle Banken machen das ja nicht so viel, aber ich meine, die ganzen neuen Banken machen das auch hier im Westen. Das, was du danach gesagt hast, oder davor gesagt hast, dass die Rechnung direkt ins Finanzamt geht, ist interessant. Ich meine, es gibt es in anderen Ländern auch, Italien und so weiter und so fort. Ja, das muss man natürlich wissen vorher. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, weil im Grunde genommen, da geht es um, wenn du eine Firma hast, ja, das heißt, du musst eine Software verwenden, die dann direkt das letztlich mit dem Finanzamt austauscht, die Rechnung. Ja. Ja, Estland hat das auch. Ne? Wir hatten ja den Podcast zu Estland, was eine sehr interessante, diese E-Residency anbietet, auch in Verbindung mit Firmengründung. Und dort ist das auch so, dass im Prinzip du mit einem staatlich mehr oder weniger registrierten Steuerbüro zusammenarbeiten musst und im Prinzip hast du dort tagesaktuell immer deine Bilanzen und deine Steuererklärung up to date sozusagen, ne? Wenn du da bist. Das soll doch jetzt in Deutschland auch kommen, oder? So eine Software, wo direkt wo die Rechnung direkt rausgeht ans Finanzamt, oder? Ist teilweise auch schon bei großen Companies, funktioniert da auch schon ein Datenaustausch. Und in Griechenland, mein Schwiegersohn hat hier ein Geschäft eröffnet und da musst du, wenn du zum Beispiel ein Geschäft eröffnest, eine beim Finanzamt registrierte Registrierkasse kaufen und wird im Prinzip tagesaktuell für jede einzelne Warengruppe direkt über Internet werden deine Verkaufe jeden Tag abends ans Finanzamt gemeldet über deine elektronische Kasse. Das heißt, das Finanzamt weiß jeden Tag
nicht welche Produkte, aber aus welcher Warengruppe, wie viel Umsatz du gemacht hast. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, glaube ich, hier auch so. Du kriegst überall einen Bon. Also wenn du im täglichen Leben was machst, kriegst du überall einen Bon. Das ist interessant. Ich glaube, Strafen bis 50.000 Euro haben die. Und dann auf der anderen Seite kriegst du von keinem Handwerker eine Rechnung oder eine Quittung. Also da musst du schon irgendwie vielleicht betteln, wenn du irgendwie auch vom Taxifahrer eine haben willst, der guckt ja dich total blöd an. Oder du gibst ihm 10 Euro mehr und der schreibt dir drauf, was du willst. Also das ist interessant. Naja, also auch das war jetzt aufschlussreich, das mal so als erster Hand, als Erfahrungsbericht zu hören. Dann, wie ist es denn mit der Infrastruktur? Internet, Strom, also man hört und liest das ein oder andere, aber was habt ihr jetzt persönlich erlebt? Also wie empfindest du das? Du wohnst jetzt dort 7 Monate, du fährst über die Straßen, du benutzt das Internet, du hast einen Wasserhahn, den du aufmachst, entweder kommt was raus oder kommt nichts raus. Also wie würdest du diese ganze Infrastruktur dort bezeichnen? Ist das was, womit man gut zurechtkommt? Hast du da was Negatives erlebt, Positives erlebt? Und vielleicht, wenn ich hier kurz das einwerfen darf, es gab jetzt ja auch durchaus die Sorge über den Winter in manchen Ländern, inklusive Deutschland, inklusive natürlich auch UK, dass es da möglicherweise zu Blackouts kommt und sowas. Also wie ist so die Energieversorgung in Montenegro aus deiner Sicht, wie du das so erlebst? Also ich weiß nicht, ob die EU-Netze alle zusammengekoppelt sind oder die europäischen Stromnetze zusammengekoppelt sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass wir aufgrund der 50-Hertz-Technologie, dass das ziemlich labil ist. Nur für Montenegro an sich ist es ziemlich konstant. Hier werden, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube 68% der Energie über Wasserkraft erzeugt. Ein großes Kohlekraftwerk, noch ein bisschen Windkraft und so. Ich habe 2 verschiedene Zahlen gelesen, zwischen 108 und 120% des Eigenbedarfs wird hier selber produziert. Also exportieren wir generell Strom, was schon ein sehr gutes Gefühl ist. Und importieren gleichzeitig von Italien, weil ich wohne nämlich neben der Trasse, Strom einfach um Schwankungen auszugleichen. Nichtsdestotrotz im Alltag, also es gibt keine Woche ohne Stromausfall, würde ich sagen. Jede Siedlung hat auch einen ordentlichen Generator draußen und hier kannst du auch Generatoren, wenn du bei uns in den Baumarkt gehst in Deutschland und da haben die Generatoren vielleicht 2000 Watt oder 3000 Watt, da fangen die hier erst bei 6 an, bei 6000, weil die sagen grundsätzlich, du musst damit mehr abdecken als irgendwie mal eben einen Föhn. Das wird genutzt. Bei uns in der Siedlung ist es so, es geht dann zum Beispiel, wenn Stromausfall ist, geht sofort der Generator an und dann geht nur Licht. Die haben das so klein installiert, dann gehen keine Steckdosen. Finde ich auch interessant, aber wir haben einfach uns eine Batterie unten hingestellt, haben uns eine SIM-Karte gekauft, einen Router für die Steckdose, also neben dem Festnetz noch das und haben eben den Rechner und so weiter einfach daran angeschlossen. Also wenn Stromausfall ist, können wir noch 4 Stunden weiterarbeiten. Es gibt ja für alles eine Lösung und das ist jetzt nicht groß das Problem. Und der Strom, wie lange ist der Stromausfall? Wie lange dauert der? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Die Ausfallzeit ist, würde ich sagen, zwischen 15 Minuten und 1 Stunde. Also so, dass es nicht kritisch wird für Kühlschrank oder irgendwas anderes. Das ist kein Problem. Und sonst an alle deutschen Zuseher kann man ja nur sagen, hier wurde auch der Strompreis erhöht um sagenhafte 20%. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber selbst nach der Erhöhung kostet nur 12 Cent die Kilowattstunde. Und jeden Tag, wenn ich die Klimaanlage jetzt im Winter anmache, um damit zu heizen, denke ich wirklich an Deutschland und lache innerlich ein bisschen. Also ich muss sagen, ich habe ja auch in Malta gelebt, 2-mal für ein Jahr. Auch in Malta gibt es relativ häufig Stromausfälle. Ja? Also ich meine, regelmäßig kurze Stromausfälle, so eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger. Ja, also es ist gerade dann in solchen Ländern, wenn da viel gebaut wird, weil zum Beispiel viel Zuzug ist, es wird gibt viel neue Infrastruktur, ja, der hinkt halt dann manchmal die Stromversorgung hinterher. Das ist einfach so. Ja. Und ansonsten zur Infrastruktur, also Internetgeschwindigkeit ist soweit in Ordnung. Sonst kann man, glaube ich, auch hier was über Starlink machen. Das ist dann die Premium-Lösung. Hast du irgendwie 160 bis 200, was heißt das, Mbit pro Sekunde, glaube ich. Kostet dann aber 125 €, kannst aber auch mobil überall mit hinnehmen. Ansonsten zahlen wir jetzt hier, ich glaube, zahlen wir 10 €, 15 € und haben 500 Gigabyte oder so. Also ich kann es eigentlich alles mitmachen. Ist alles sehr günstig. Die Straßen sind natürlich, die Hauptstraßen sind gut. Sobald du eine Nebenstraße reinfährst, musst du wirklich aufpassen, die Kanten sind einfach da. Also abgebrochene Asphaltkanten. Und wenn die aber nur für 1,5 Autos ausgelegt ist, muss ja einer über die Kante. Und da musst du genau hingucken, weil sonst reißt dir einfach die Reifen auf.
Da muss man ein bisschen besser Auto fahren können, würde ich mal sagen, als der deutsche Durchschnitt. Gut, so ein Reifen ist noch nicht ganz so teuer. Aber das erkennt man ja auch an den Firmen. Wenn es überall Reifenflickfirmen gibt, ne, die müssen auch irgendwas machen. Und die gibt es hier wirklich wie Sand am Meer. Alle vulkanisieren die Reifen. Und zum Thema Straßenverhalten, ich habe wirklich eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, sie hält das mit dem Straßenverkehr nicht aus, weil die haben eine sehr interessante Fahrweise. Die fahren auf der einen Seite sehr rücksichtsvoll und lassen dich sofort rein, wenn du irgendwo in der Straße stehst, halten die wirklich an und geben dir von weitem Lichthupe und lassen dich rein. Also sehr rücksichtsvoll, fair. Und auf der anderen Seite fährt ein Teil der Bevölkerung wie die letzten Henker und überholen auch teilweise schon fast in Kurven und bauen einfach immer voll darauf, dass die reingelassen werden. Also es gibt es hier auch nicht, dass dann einer auf einmal zwei in der Kolonne zuzieht. Die Autos, wenn links einer gerade am Überholen ist, der wird immer reingelassen. Und darauf bauen die aber auch zu 100%. Zu 100%. Und du hältst hier einfach, du kannst dem Ganzen entgehen, wenn du einfach die dreifache Menge an Abstand hältst. Also einfach mal, ja, wahrscheinlich ist gesetzlicher Abstand, aber und dann lässt du einfach alle rein und die überholen wie die Verrückten. Also wir haben jetzt ja schon auch mit verschiedenen Gästen gesprochen, in verschiedenen Ländern. Und ich muss schon sagen, natürlich in manchen Ländern haben die Gäste ganz klar gesagt, ja, also was für sie auf jeden Fall wichtig ist ein relativ, sag ich mal, in Anführungszeichen großes Auto zu fahren, Pickup oder sowas, einfach aufgrund der Sicherheit, dass falls irgendein Unfall passiert, dass man besser geschützt ist. Fühlst du dich da sicher im Straßenverkehr oder ist es schon eher so, dass du sagst, naja, man hat besser schon ein Auto mit vielen Airbags und ziemlich viel Blech dazwischen, damit nichts passiert? Ich fahre einen Bus und ich gucke gerne oben drüber. Das ist ganz, ganz sinnvoll hier, dass du, wenn die 4 Autos vor dir fahren und die fahren ganz dicht und einer blinkt nicht und bremst und biegt ab, dann gibt es natürlich einen Auffahrunfall. Dann gibt es ja den Ziehharmonika-Effekt und das ist ja unumgänglich eigentlich. Davon habe ich auch schon einige gesehen. Deswegen halte ich einfach mehr Abstand und kann halt oben drüber gucken. Aber generell unsicher fühle ich mich im Straßenverkehr nicht. Allerdings sollte man hier auch nicht, ich fahre sonst gerne Schnellauto, das sollte man hier sein lassen. Weil wenn du anstatt mit 80 über die Landstraße mit 140 fährst, rechnet dein Gegenüber nicht damit, dass du so schnell kommst, weil der überholt gerade. Und dann kann es natürlich ganz böse werden. Der kommt dir einfach auf deiner Spur entgegen. Da schließt sich natürlich automatisch jetzt vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer die Frage an, wie ist es denn mit der medizinischen Versorgung? Also wie lange warte ich auf den Krankenwagen und wie gut sind die Hospitäler, die Krankenhäuser da ausgestattet? Also habe ich keine praktische Erfahrung glücklicherweise mit, aber die Notärzte kommen ziemlich schnell. Das klappt ziemlich gut. Die Fähigkeiten will und kann ich nicht einschätzen. Aber wenn du so mit allen sprichst, die jetzt mal Kleinigkeiten hatten, vielleicht einen Finger gebrochen oder mal eine Platzwunde nähen, da gibt es jetzt keine Schwierigkeiten natürlich. Wenn du jetzt aber irgendwas Schwierigeres hast, musst du eigentlich immer in die Hauptstadt. Also die 1 Stunde in der Hauptstadt musst du eigentlich immer, die verlegen dich sonst auch direkt dahin. Und die meisten anderen, die Deutschen, die ich jetzt kenne, die fahren entweder nach Serbien oder eben nach Deutschland, wenn sie jetzt irgendwas Schwierigeres haben. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt, wenn es noch irgendwie Transportfähigkeit gewährt ist, würde ich auf jeden Fall hier, vorsichtshalber, nicht ins Krankenhaus gehen mit einer größeren Sache. Aber gibt es private Krankenhäuser so für kleinere Sachen? Ich meine, klar, die können dann wahrscheinlich jetzt nicht am Herz operieren oder so, aber wenn du jetzt ein Bein gebrochen hast oder sowas heißt, gibt es irgendwie private Möglichkeiten, wo du dann ein bisschen was bezahlst vielleicht und dann privat versorgt bist? Nicht Krankenhäuser, würde ich sagen. Also kenne ich zumindest keins, aber private Ärzte. Und die sind auch alle mehr als bezahlbar. Also ich kenne jetzt einen, der hat sich eine Plombe neu reinmachen lassen aus Keramik, den Zahn nochmal neu schleifen lassen, weil was abgerissen ist und der hat 50 € bezahlt. Das ist ja ein Witz. Naja. Und wenn du sonst zum Arzt gehst und hast irgendeine Kleinigkeit, die machen einen Verband oder dies oder jenes, bezahlst du ungefähr einen 20er. Das ist übrigens aber das Gleiche. 20 bis 30 € zahlst du auch, wenn du von der Polizei angehalten wirst. Die sind zwar angehalten, nicht so viele Touristen anzuhalten, aber der Polizist rechnet dir vor, was du irgendwie gemacht hast, egal ob das stimmt oder nicht. Das zum Thema Korruption und das kostet halt 20 bis 30 €. Ist immer so. Und weil wir jetzt gerade bei Preisen sind, passt das ja ganz gut. Wir sprechen in der Regel immer mit unseren Gästen mal so allgemein über Lebenshaltungskosten. Was gab es denn da so für positive oder negative Überraschungen? Als ihr da angekommen seid, ihr habt ja wahrscheinlich vorher euch schon mal damit beschäftigt, was so das ein oder andere kostet. Jetzt lebt ihr da 7 Monate und was hast du da für Tipps, für Erfahrungswerte über die Lebenshaltungskosten? Also laut Statistisches Bundesamt ist das, glaube ich, sogar, sind wir hier bei 53% der deutschen Lebenshaltungskosten. Kann ich jetzt so unbedingt nicht unterschreiben, weil wir natürlich auch in einer teuren Region wohnen.
Da geht natürlich alles irgendwie in den Warenkorb mit rein. Also Spritpreise sind ungefähr bei 1,40 bis 1,60 der Liter die ganze Zeit schon. War übrigens bei Booten auch. Das finde ich ja mal ziemlich fair. Wenn du ein Boot tankst, zahlst du den gleichen Preis wie an der normalen Tankstelle. Beim Einkaufen sind die Preise, also ist eine unheimliche Bandbreite da. Sag jetzt einfach mal, Limetten kosten 6 Euro das Kilogramm, Zitronen 2 oder 1,60 Euro. Also es gibt ein paar Produkte, die sind verdammt teuer und es gibt ein paar Produkte, die sind einfach günstig. Kann ich dir so pauschal jetzt gar nicht sagen, aber definitiv günstiger. Schöne Überraschung ist natürlich, wenn du ins Restaurant gehst und bestellst dir einfach einen kleinen Beilagensalat, der ist dann schon ordentlich groß für 2 Euro oder 1,50 oder 2,50. Und Fleischprodukte zum Beispiel im Restaurant vielleicht in bar 6, 7 Euro und hier Budvat, Tivat vielleicht ab 8 Euro, 9 Euro. Also wirklich alles sehr fair. Schön. Jetzt würde mich noch interessieren, Nils, also du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es doch ein Beweggrund für viele ist, nach Montenegro zu ziehen, dass Montenegro nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Aber sie sind ja auf jeden Fall Beitrittskandidat. Michael Bader hatte ja gesagt, dass nach seiner Beitritt relativ schnell erfolgt. Wie ist das deiner Meinung nach? Ist es so, dass das bald kommen wird oder erst in vielen Jahren? Wie sieht es für dich aus? Also es gibt ja 34 Punkte, die erfüllt werden müssen, soweit ich informiert bin. 3 sind, glaube ich, abgehakt und die anderen sind alle offen. So, jetzt haben sie es ja von 2,25 auf 2,27 angehoben, halte ich für absolut unrealistisch. Also wenn die Montenegro meines Erachtens in die EU aufgenommen wird, dann ist es ein geostrategisches Ziel, dass die sagen, vielleicht mit der NATO ein bisschen weiter nach hier runtergehen. Vielleicht Serbien ist ja ziemlich pro Russland, dass sie dazu vielleicht irgendein Gegengewicht machen möchten. Aber ich glaube, aus eigener Kraft wird es ziemlich schwierig und ziemlich lange dauern. Würdest du dann ausziehen aus Montenegro? Würdest du dann in ein anderes Land ziehen oder würdest du trotzdem bleiben? Na, der Vorteil ist ja hier, dass die Leute sich nicht so viel sagen lassen wie wir Deutschen. Die sind ein sehr stolzes Volk. Das geht nicht so einfach und deswegen würden Veränderungen, die beim Volk richtig ankommen durch den EU-Eintritt, würde ich mir erstmal definitiv 2, 3 Jahre angucken. Also da wird nicht auf einmal irgendwas Schlimmes hier passieren. Ich glaube auch, dass jedes Land am Anfang erstmal relativ davon profitiert. Natürlich werden die Immobilienpreise nach oben gehen und wenn du vorher was gebaut hast, lachst du dich einfach nur kaputt und freust dich über die Preisanstiege. Insofern sehe ich das völlig entspannt mit dem EU-Beitritt. Ich glaube aber auch, dass die Bevölkerung, bis sie davon profitieren und dass mehr Leute hier investieren und mal mehr produziert wird, weil hier wird ja sehr wenig produziert, würden die natürlich auch darunter ein bisschen leiden. Also der Bevölkerung so direkt würde ich das vielleicht jetzt nicht empfehlen. Ja, weil die sind auch einfach so glücklich, die sind genügsam. Es ist ein ganz genügsames Volk, die sagen, ich habe was zum Anziehen, ich habe ein altes Auto, ich habe ein Dach über dem Kopf, was will ich mehr? Die sind also ziemlich gelassen. Also in der Bevölkerung gibt es jetzt keinen wirklichen Rückhalt für den EU-Beitritt oder wie siehst du das? Ich denke, dass eher 50-50 ist, aber die Leute, die ich gefragt habe, die eher einfachen Leuten, ist es eigentlich ziemlich egal. Die wollen das eigentlich nicht so richtig. Das sind dann eher so Geschäftsleute, die das größere Geschäft wettern. Ja, auf alle Fälle kann man dann doch wieder länger als 30 Tage wahrscheinlich das Land verlassen. Das ist das, was dann mit dem EU-Beitritt auf alle Fälle sich ändern würde, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, das war also, ich kann das, mich hat es noch extremer erwischt. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in einem anderen Land gewohnt. Und da war es in der Tat so, dass ich nach 3 Monaten Aufenthalt immer automatisch eine Ausreisesperre hatte. Und also ich musste sozusagen immer wieder für 3 Monate ein Ausreisevisum beantragen. Und dann durfte ich also 3 Monate lang ab und zu mal ausreisen. Aber nach 3 Monaten, wenn ich wieder im Land war, erstmal wieder nicht. Ich musste erst wieder ein Ausreiseerlaubnis beantragen für die nächste Zeit. Also das war schon ganz schön heftig und in dem Land kommst du dann halt auch wirklich nie weg, wo ich gewesen bin. Aber deswegen, wie ist es denn dort? Also ich sag mal, an der Grenze, also gibt es da immer Grenzkontrollen? Also wenn du ein- und ausreist, wird da jeder Einzelne angesehen? Also gibt es richtige, permanente Einzelgrenzkontrollen? Wie kann man sich das vorstellen, die Ein- und Ausreise? Per Auto, was du ja erwähnt hast. Also zeigt überall einen Pass, der fragt dich auch fast immer, hast du was zu verzollen? Ja, nein. Und weil die Schlange relativ lang ist, also das Blödste, was mir mal passiert ist, dass ich im Sommer 5 Stunden da gestanden habe und auf Google Maps hat es aber nur 12 Minuten angezeigt.
Also du kannst auf Google Maps hier unten total pfeifen, das funktioniert nicht. Die haben irgendwie zu wenige, also das System funktioniert, aber die haben irgendwie zu wenige Inputdaten. Wenn du jetzt wirklich, seitdem wir den Bus fahren, wollen eigentlich immer den Kofferraum sehen. Die sagen immer, guck hinten rein, und jeder Transporter wird eigentlich angehalten, auch die kleinen Baustellenautos und so weiter. Ansonsten die normalen Autos, ja, Fahrzeugpapiere lassen sich meistens zeigen und mehr nicht. Das ist schon eine relativ recht aktive Grenzkontrolle, würde ich sagen. Wenn du hast ja Freigrenzen, glaube ich, 430 € oder 300 € oder irgendwie so pro Person, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist beim Flugzeug und der Auto unterschiedlich. Dann kannst du ja so viel bei Lidl einkaufen, was jetzt ein bisschen günstiger ist in Kroatien, in Dubrovnik, da fährst du von hier 1,5-2 Stunden hin. Da sagen die nichts, das ist denen völlig egal. Die wollen halt wirklich nicht, dass du nur irgendwelche Sachen schmuggelst. Ja. Oder auch sonst die Zöllner, habe ich zumindest gehört, kannst du direkt ohne Quittung vor Ort bezahlen. Ich habe jetzt einen kennengelernt, der hat eine Solaranlage sich mit rüber genommen, hatte eine Rechnung dabei und das hat er einfach an Ort und Stelle gemacht. Ohne Dokumente. Jetzt Nils, eine Sache würde mich jetzt interessieren, wenn du einen Vergleich zu Deutschland machst. Also ich persönlich habe Deutschland immer als relativ unfrei empfunden. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, konkret die Schulbildung. Ja? Also ich meine, ich bin jetzt nicht gegen staatliche Schulen, aber ich habe ja noch eine größere Anzahl von Kindern und möchte meine Kinder eigentlich selbst entscheiden, was für diese Kinder und auch für jedes individuelle Kind richtig ist. Alle Kinder sind unterschiedlich. Ja. Ich möchte vielleicht sagen, das eine Kind macht Homeschooling, das andere Kind geht auf die Privatschule und das dritte Kind geht vielleicht auf die staatliche Schule. Homeschooling ist in Deutschland verboten. Privatschulen sind in Deutschland per Verfassung verboten. Ja? Ausnahmen sind internationale Schulen und die anderen Privatschulen, das sind ja alles Schulen, die sind staatlich gefördert, das sind keine wirklichen Privatschulen, ja? Sind auch im Grunde staatliche Schulen. Das hat mich persönlich immer gestört. Das heißt, im Grunde genommen, ein konkretes Beispiel von Freiheit war für mich immer, dass ich als der, wie man auf Englisch sagt, Primary Educator, als der primäre Verantwortliche und auch Erzieher und Erziehungsberechtigte meiner Kinder anerkannt werden, dass ich einfach delegiere an eine Schule, sondern die Schule arbeitet mir letztlich zu und ich nicht der Schule. Ja, also da ist nicht die Institution diejenige, die hier die Schulbildung in der Hand hat und kontrolliert, sondern ich als Eltern kann kontrollieren, die Schule ist für mich ein Dienstleister. Und wenn mir was nicht passt an der Schule und meine Tochter hingeht, die in der Privatschule ist, schicke ich da am Samstag eine E-Mail der Lehrerin. Und 10 Minuten später am Samstag antwortet die mir, okay? Und dass es Geld kostet, okay, das nehme ich dafür gerne in Kauf, ja. Das ist so ein konkretes Beispiel von Freiheit, was ich in Deutschland vermisst habe und was ich doch im Ausland, in den Ländern, in denen ich gewohnt habe, UK, USA und so weiter, dort dann doch auf jeden Fall angenehmer fand. Wie ist jetzt deine Erfahrung? Du bist seit kurzem natürlich erst in Montenegro. Ist es für dich von der Erfahrung her ein freieres Land? Hat man da mehr Freiheit? Wie hast du das erfahren? Zu dem Schulbeispiel ist ja so, die staatlichen Schulen habe ich jetzt wenig Erfahrung. Ich kenne nur ein Kind drauf, was drauf ist. Die ist relativ kurz, die Schule. Also da hast du noch sehr viel Zeit, auch zusätzliche privat noch etwas zu lernen. Und die Cambridge-Schule ist sensationell. Also das ist, wie du sagst, da schreibst du Samstag eine E-Mail, die antwortet Samstag oder Sonntag die Lehrer. Du kannst dich komplett einbringen. Die sind wirklich gut. Zum Thema generelle Freiheiten würde ich schon sagen, dass es wesentlich freier ist. Vielleicht generell die slawischen Völker, die lassen sich nicht so leicht was sagen. Die gehen auch ordentlich demonstrieren, wenn was los ist und so weiter. Zum Thema Corona-Maßnahmen. Die Deutschen, die jetzt schon hier waren, das ist von mir aus eine kleine Korrektur. Das sehe ich ein bisschen anders als Michael. Und was heißt anders? Wenn man vielleicht genau fragen würde, würde auch so darauf antworten. Ja, wir hatten ja auch Lockdown, sagt er. Wir hatten Lockdown, kommt auf keinen Fall nur weil die Corona-Maßnahmen in Deutschland sind, weil hier gab es auch welche. Ja, das kann sich gar nicht vergleichen. Wir haben hier mal ein bisschen Lockdown gemacht mit ganz anderen Einschränkungen als bei uns. Also weil man bei uns ja nur noch eine Person einladen durfte zu Hause privat, Wochen, Monate lang und ständig in Quarantäne war. Wenn du irgendwo Kontakt hattest, schreiben die hier Maskenpflicht auf, wahrscheinlich damit sie der EU irgendeinen Gefallen tun oder was. Und die zieht keiner auf. Und also wir machen immer so einen Spaß, die Maske unterm Mund ist dann sozusagen montenegrinisch. Die Maske unter der Nase ist schon ein Streber hier und über der Nase siehst du eigentlich gar keinen. Also wenn du über der Nase einen Maskenträger hier siehst, weißt du, es ist ein Ausländer. Auch selbst in den Arztpraxen, überall hängt Maskenpflicht, trägt keiner, niemand. Und wenn du in den Laden reingehst, wo das mal ganz schlimm war, also aus hiesiger Sicht, dann sagen die, wir haben Maskenpflicht, stellen die in Security hin, dann sagen die nicht, ziehen sie ihre Maske auf, weil das geht dem zu sehr ins Individuelle. Das ist hier nicht höflich. Der sagt, haben Sie eine Maske dabei?
dann ziehst du die Maske aus der Hosentasche, zeigst denen und sagst, okay, kannst rein. Also das ist was ganz anderes. Und so definiert sich ja irgendwie auch Freiheit. Jetzt über die Maßnahmen brauchen wir jetzt nicht reden. Aber generell will ich ja schon als wesentlich freier, empfinde ich das hier. Sehr interessant. Jetzt bringt mich das schon zu einer meiner letzten Fragen eigentlich. Und zwar jetzt, wenn wir mal die ganze Familie so sehen. Du bist ja, wie gesagt, mit der ganzen Familie, also Frau, 3 Kindern und Katze sozusagen, nach Montenegro gezogen. Und wie ist denn jetzt so das Resümee auch bei der Familie? Also was vermissen? Gibt es irgendwas, was Sie vermissen? Also ich bin ja mit meinen 2 Töchtern auch mal eigentlich mehrmals schon umgezogen. Und interessant war, dass es, also wir sind über 12, 13 Jahre zurück mit 2 Töchtern in die Schweiz gezogen. Und die eine, die sich total darauf gefreut hatte, der hat es dann nachher zum Beispiel doch nicht so gefallen, wie sie sich vorgestellt hat. Und bei anderen war es umgekehrt. Also die ungerne mitgekommen ist, für die lief es dann ganz gut. Ne? Also ist es ja manchmal, dass man so bestimmte Erwartungshaltung hat, sich das so ausmalt, wie es ist. Und dann sind ein paar Sachen besser und ein paar andere Sachen sind schlechter. So. Und wenn du das jetzt mal nach 7 Monaten, falls das überhaupt möglich ist, schon mal ein Resümee ziehst, also wie ist das so? Also was sagen die Kinder? Was sagt ihr so komplett als Familie? Also bis jetzt die einzigen Sachen, also ich glaube, dass man das erst vom Sommer ausgehend April, Mai beurteilen kann, weil das ist ja viel zu aufregend alles. Und es ist ja keine Woche hier, wo nicht irgendwas Cooles oder Überraschendes passiert. Und bis jetzt ganz einfach, ich stelle die Frage ja auch relativ häufig, 2, 3 Freunde werden von jedem vermisst, mehr nicht. Also unser Ältester war von Anfang an begeistert. Der hat gesagt, super, Ballsport, Sonne, Volleyball spielen. Kann ich in Deutschland ja eher schlechter machen. Der ist begeistert und die Mädels sind ja eher auf Kommunikation und will ich sagen häusliche Nähe, aber für die bedeuten ja Freundschaften irgendwie auch wesentlich mehr. Und jetzt haben sie es aber auch schon etwas geändert, die Formulierung. Nicht, ich würde am liebsten wieder zurück zu meinen Freunden, sondern perfekt wäre es, wenn die 2 Freunde nach hier unten kämen. Also denke ich mal, dass wir es irgendwie im April, Mai geschafft haben. Schön. Was natürlich auch ein Vorteil ist. In der internationalen Schule ist ja jeder Ausländer. Hat ja jeder das Gleiche durch. Egal, es gibt natürlich auch ein paar Montenegriner, aber da kommen ja so viele andere Leute und jetzt gerade natürlich durch den Krieg so viele Russen und Ukrainer nochmal obendrauf. Die sind alle in der gleichen Situation. Die müssen eher bei uns in der Schule so ein bisschen restriktiver sein, dass sie nicht so viel Russisch reden, dass die wirklich auch Englisch reden, alle. Und manche kommen aber auch hier an, die können gar kein Englisch, also 0,0. Das ist natürlich dann auch ein bisschen hart für die Kinder. Wir haben unserer Kleinen einfach ein Tablet in die Hand gedrückt und haben jetzt gesagt, 2 Apps runtergeladen, hat die 7 Monate gelernt und hat hier angefangen zu quatschen. Klingt gut. So, ich bin ja auch schon mehrmals ins Ausland gezogen und was ich dann immer vermisse, relativ schnell, ist deutsches Brot und Leberwurst. So. Beides selber ganz einfach beantwortet. Genau, das ist auch das, was ich auch selber mache. In Moritzburg hier auch Wurstseminare gegeben habe, fällt mir das sehr einfach und Backen lernst du ratzfatz, fertig. Ja, aber jetzt meine Frage war ja eine andere. Ich bin noch nie dazu gekommen, sie zu stellen. Also außer Brot und Leberwurst, gibt es denn da noch was anderes, weil das weiß ich ja, dass du das auch vermisst oder so, oder würdest sozusagen. Aber gibt es noch irgendwas anderes, was du oder jemand aus der Familie vermisst? Freunde hat es schon gesagt, okay. Aber ansonsten so im Alltag. Amazon, okay. Also ich bin natürlich für den regionalen Einzelhandel. Ja, und ich weiß ja, was das in Deutschland kaputt auch macht, Amazon und so weiter. Ich bin wirklich für den regionalen Einzelhandel. Aber hier kriegst du faktisch ganz viele Sachen nicht. Ich wollte das nur mit einem Wort zusammenfassen. Du kriegst hier viele Sachen nicht. Die haben keine Online-Shops, so gut wie keine. Die haben ganz wenige Websites. Das ist eher so wie bei uns Mitte der 90er Jahre, würde ich sagen, oder Ende der 90er Jahre. Du findest die Firmen gar nicht, dann fragst du Einheimische und wenn du nicht auf deren Sprache oder auf Russisch fragen kannst, dann haben die sind alle sehr freundlich hier, aber die haben aufgrund der Sprachbarriere, weil die nur gebrochen Englisch können vielleicht, gar keine Lust, dir eine Auskunft zu geben oder dir erklären, wie du jetzt 5 Kilometer entfernten Schreiner findest. Den es übrigens hier gar nicht gibt. Den gibt es nur im Norden wieder. Und dann zig extra Sachen gibt es einfach nicht. Einfach nicht vorhanden. Und dann wird das irgendwo importiert, dann hast du wieder das Zollproblem. Also das ist eine Sache, wo ich sage, das ist die größte Hürde hier, die mich im Alltag stört. Die Russen haben sich gut organisiert, die russische Community, die haben über 8000 Leute irgendwie auf Facebook oder so, die haben sich in Südkroatien einen rausgesucht, an denen gehen die ganzen Sendungen und da fahren die einmal im Monat hin und holen die ab. Soweit sind wir Deutschen noch nicht. Okay.
Schön. Wäre ja auch relativ einfach zu organisieren, ja, da also jetzt von Deutschland regelmäßig mit dem LKW runterzufahren, hin und her zu fahren, ja. Ja. Cool. Also ich kenne das von anderen Ländern, genau wie du schon gesagt hast. Ja, also jetzt, ich meine, ich kenne das zum Beispiel von Moldau. Ich habe ein paar Freunde in Moldawien, die machen das da immer, ja. Da fährt so irgendein LKW jetzt zum Beispiel nach UK jede Woche wieder zurück und das ist eigentlich nur ein Van, ja. Und bringt Sachen hin, bringt Sachen zurück, ja. Also das ist aber sozusagen der Moldawien FedEx, ja. Also das ist der eigene Van von irgendeinem Typen, der das macht, ja. Und dem kannst du alles mitgeben. Schlüssel, Dokumente, ja. Also alles, was du da irgendwo hin und her schicken musst, haben sie eine Privatpost oder Privattransport organisiert. Das kannst du faszinieren. Ja. Klingt gut. Ja, dann noch vielleicht drei Fragen zum Schluss. Kurze Frage, kurze Antwort. Also, was war für dich oder für die Familie bisher besonders sehenswert in Montenegro? Es war toll, dass wir das gesehen haben. Jeden, der kommt in das Land, der muss das unbedingt gesehen haben. Wie viele Sachen darf ich denn nennen? 1. 1 nur? Nee, das ist ein Freiheitsland. Ich nehme jetzt 2 raus. Also die Tara-Schlucht im Norden, Durmitor Nationalpark, die tiefste Schlucht, glaube ich, zweittiefste der Welt, und neben dem Grand Canyon. Und hier bei Kotor gibt es eine sensationelle Passstraße mit 25 Serpentinen von 0 auf 1620 Meter, glaube ich. Da bauen sie jetzt übrigens gerade auch eine Gondel hoch. Die muss man gefahren sein, wenn man Nerven hat. Aber nicht mit dem Bus, oder? Mir ist einer entgegengekommen, tatsächlich. Okay. Ja. Ach so. Ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht unbedingt den Pass mit dem Bus fahren wollen dann, oder? Selbst. Nee. Gut, dann Essen im Restaurant ist auch immer so ein wichdieses Thema. Was schmeckt am besten? Der Fisch, der hier gefangen wird. Hast du schon mal selbst Fisch gefangen? Also ich habe mir tatsächlich im Oktober eine Angel gekauft und ein Boot und ich werde dieses Frühjahr mal üben. Spannend. Kannst du uns dann nachher nochmal berichten? Okay, und dann letzte Frage oder vorletzte Frage. Welchen Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Was hast du da schon für Erfahrungen gemacht oder was gibst du gerne weiter als Tipp? Natürlich sollte man als Deutscher nicht erwarten, dass es hier ähnlich ist wie in Deutschland. Man sollte auch als Deutscher nicht erwarten, dass es so ist wie in Italien oder Frankreich, weil es ist nochmal einen Ticken anders. Tatsächlich, es ist ein Ticken anders. Man sollte die Leute, das kann man jetzt schwer in der Logik erklären, kritisieren. Also ich habe einen Bekannten, da hat die Putzfrau geklaut, nachweislich Geld geklaut, und alle haben ihm geraten, kündige der, aber sagt ihr auf gar keinen Fall, dass es wegen Diebstahl ist, weil es kann sein, dass sie sich in der Ehre so verletzt fühlt, dass die Brüder von ihr ausrasten. Also die Einheimischen nicht so kritisieren und nicht überheblich sein. Okay, passt. Haben wir Ähnliches schon oft gehört, ne? Gibt es wahrscheinlich in vielen Ländern das Gleiche. Ja. Dann letzte Frage. Zuschauer, Zuhörer, die gerne mit dir noch weiter über deine Erfahrungen oder vielleicht auch über deine Dienstleistung, die du anbietest, sprechen wollen. Wie erreicht man dich am besten? Wir schreiben unten drunter die E-Mail-Adresse. Das ist immer am einfachsten. Dann ist das doch der richtige Weg. Das werden wir tun. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, lieber Nils. War wirklich ein schönes Gespräch, hat uns viel Freude gemacht, war inspirierend und wir denken, das geht unseren Zuschauern und Zuhörern auch so. Und da vielleicht auch gleich der Appell an alle Zuschauer und Zuhörer, schreibt gerne eure Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Frage. Fragen leiten wir auch gerne weiter. Vielen Dank nochmal. Danke auch für die Einladung. Danke. Tschüss, Nils. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.